Bardenas Reales. Das ist diese kleine Wüste hier im Norden von Spanien, wo sie die Italo-Western gedreht haben. Das würden wir uns gerne mal anschauen. Wetter ist super, keine Wolke am Himmel, knallblau. Und ich weiß nicht, im Augenblick haben wir 25 Grad oder so draußen. Es ist kurz nach 12, also perfektes Wetter. Oh, jetzt geht es hier ein bisschen bergauf. Und ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ja, jetzt wird es flach. Wir fuhren Bardenas Reales aus Süden über Tudela an. Bardenas Reales ist eine Halbwüste im Süden der spanisch-autonomen Gemeinschaft Navarra. Es ist ein Naturschutzgebiet und umfasst 415 Quadratkilometer und ist größtenteils geschützt. Es ist bekannt für seine tiefen Schluchten, hohen Sandsteinformationen und weitläufigen Wüstenregionen. Die höchste Erhebung ist 600 Meter. Im Jahre 2000 wurde Bardenas Reales von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Na? Ja? Alles gut? Ja. Alles super. Bei dir? Ja, ich sitze hier entspannt auf dem Beifahrersitz, alles gut. Die Landschaft diente als Hollywood-Kulisse für zahlreiche namhafte Hollywood-Blockbuster. Zum Beispiel für Spiel mir das Lied vom Tod, Zwei glorreiche Halunken oder 2001 Odyssee im Weltraum. Jetzt brauchte ich irgendwie so ein Sombrero und eine Flasche Tequila, dann würde ich mich da auf die Terrasse setzen. Unterwegs winkte uns ein Motorradfahrer zu, den wir später noch einmal wieder treffen sollten. Marcel nahm an der Six Bridges Rallye teil. Die Teams der Rallye fuhren alle unter dem Motto Brücken verbinden Menschen und sammelten Geld für eine wohltätige Organisation ihrer Wahl. Den Link zur Rallye und zur Spendenaktion findet ihr unten in der Beschreibung. Dann habe ich euch kaum gesehen, dass ihr das macht, dass ihr jetzt habt, da machst du ein Video von. Ja? Castilla de Tierra ist das Wahrzeichen von Bardenas Reales. Wir verließen das Wahrzeichen in Richtung Norden und suchten nach dem Einstieg in einen Canyon, hatten aber keine genaue Vorstellung, wo das sein könnte. Weit vor uns fuhr ein orangefarbener T2, der plötzlich links abbog. Detlef meinte, dass die T2-Fahrer immer ziemlich ausgefuchst sind. Dem folgen wir mal.
Ende des Canyons trafen wir auf das belgische Pärchen mit ihrem T2. Guillaume und Laura hatten unsere Ausfahrt gefilmt und boten uns das Video an. Im Laufe unseres netten Gespräches beschlossen wir gemeinsam, einen Stellplatz für die Nacht zu suchen. Nach ein wenig Sucherei fanden wir einen geeigneten Stellplatz außerhalb des Nationalparks, von dem wir auch den Sonnenuntergang gut beobachten konnten. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, da zogen dunkle Wolken am Horizont auf. 4 Uhr morgens. Ein Gewitter zog auf und Guillaume traf sich draußen mit Detlef. Guillaume war die ganze Sache nicht geheuer und wollte die nächste befestigte Straße ansteuern, bevor sich das Ganze in eine Schlammwüste verwandelt. Da er im Dunkeln fahren musste, war es schwierig, die passende Piste zu finden, und wir beschlossen, Guillaume bis zur nächsten befestigten Straße zu begleiten. Um 8:30 war es dann an der Zeit zu frühstücken. Da es draußen stürmte und regnete, luden wir die beiden zu uns ins Auto ein. Beim Frühstück verabredeten wir uns, noch ein Stück gemeinsam zu fahren. Unser nächstes Ziel war eine Plattform auf der Caídas de la Negra. Westlich der Wüstenregion liegt die Caída de la Negra. Von der Straße zweigen mehrere Pisten zur Caída de la Negra ab. Hoffen wir mal, dass das die richtige ist. Okay, das war wohl der falsche Abzweig. Wir mussten ein bisschen suchen, um eine befahrbare Piste auf das Plateau zu finden.
Oben angekommen gab es wieder einen atemberaubenden Ausblick auf die komplette Halbwüste. Aber das war nicht die Plattform, auf die wir wollten. Also ging die Suche weiter. Selbst das teure Garmin von Guillaume wusste nicht den richtigen Weg. Deshalb erkundeten wir den nächsten Abzweig zu Fuß. Das hier kann unmöglich der richtige Weg sein. Wir müssen einen Platz zum Wenden finden. Also, wieder zurück und die nächste Abfahrt ausprobiert. Der Blick in das Tal sagt uns, das scheint auch nicht die richtige Piste zu sein. Aber die Strecke erscheint uns vielversprechend. Wir fuhren immer weiter in die Caída de la Negra hinein und von der Suche nach dem Plateau hatten wir uns inzwischen verabschiedet. Außerdem sah es nicht so aus, als würden wir heute noch eine Ausfahrt finden und suchten deshalb nach einem Stellplatz für die Nacht.
Die Ausfahrt aus dem Flussbett war ziemlich steil und wir wussten nicht genau, ob unser kleiner belgischer Freund das schaffen würde. Schafft ihr das? Es ist nicht zu glauben, was dieser kleine T2 so alles rockt. So einem Leichtgewicht und einem 2-Liter-Motor mit 100 PS, da geht dann schon was. Am späten Nachmittag fanden wir einen Stellplatz auf einem kleinen Plateau mit Blick auf das Tal von Taoust. Am Abend haben wir gemeinsam überlegt, ob wir morgen nochmal nach der Plattform suchen wollten. Okay, hier sollte es jetzt runtergehen, aber vorher nochmal Abgleich der Navis. Guillaume hält mitten auf der Piste. Was ist da los? Ich glaube, wir brauchen die Brechstange. Ja, bin schon dabei.
Unter dem Stein hatte sich schon eine Kröte eine neue Behausung gesucht. Die musste ich natürlich erst mal retten. Der Felsblock hatte eine total ungünstige Form, die ein Rollen nicht möglich machte. Es ging nur mit Hilfe einer Brechstange und Hebeln. Ich möchte, glaube ich, nicht darüber nachdenken, wenn uns so ein Felsbrocken während der Fahrt trifft. Die Suche nach der Plattform haben wir aufgegeben. Wir haben bestimmt irgendeine Abfahrt verpasst. Wir folgen jetzt einfach der Piste. Oh, das geht aber hier runter. Ja, ist ja gut. Der ist irgendwie falsch positioniert. Das kannst du sehen, was du willst. Ich habe nämlich geguckt, Wasser ist voll. War das Wasser ja, dafür war das ja auch so nicht gedacht wahrscheinlich. Wieso, dass wenn du in eine Renngrube fährst oder so mit dem Ding hier? Er ballert hier mit seinem Pulli hier runter, das ist der Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir eine Abkürzung genommen. Das war, glaube ich, ganz schlau.
runter. Left. Wir müssen links. Hier, gucke. Wir müssen an der Kreuzung. Wir müssen hier runter. Da. Ja, wir müssen da rechts runter. Right. Links? Rechts? Ja, okay, also doch rechts. Den nächsten Abschnitt müssen wir uns... Ja? Und im Frieden nicht, wa? Kannst du mir noch mal zeigen? Ah, okay, maybe. Jetzt sag nicht, wir müssen hier umdrehen. Nee, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja falsch. Weil da geht's nicht. Rechts war ja dann wohl doch falsch. Ja. Also links. Vorher befragen wir aber nochmal die Navis. Jetzt müssen wir einen Platz zum Wenden finden. Ja, das ist falsch. Wir müssen. Nee, dann fahren wir da zurück. Ja, genau. Vielleicht wollte er dann da... Nee, wir müssen. wir müssen jetzt auf die Er große wollte hier Straße. irgendwo abbiegen. Hier Er wollte- runter. Da runter wollte. Warte mal, wir sind. Wie weit komme ich denn da rüber? Ja? Kann ich noch? Ja, klein Stück drauf. Stopp! Soll ich aussteigen? Das passt da ja mit den Rädern. Ha? Das passt da, wir fallen dann kein Loch. Nein, nein, nein. So, jetzt musst du aussteigen bitte, jetzt musst du nach vorne gucken, wie weit ich da hier rumkomme. Vorne, nach vorne soll ich Ja, gucken. wie weit ich Okay. nach vorne fahren kann. Ja.
Inzwischen ist es Nachmittag geworden und das scheint der Weg zur nächsten gepflasterten Straße zu sein. Auf dem letzten Stück der Piste hielten wir nochmal an. Wir wollten uns von Guillaume und Laura verabschieden, weil die beiden jetzt Richtung Portugal wollten. Zurück auf der Straße und fahren grobe Richtung Atlantik, also grobe Richtung Bilbao. Wir haben jetzt 2 Tage Offroad hinter uns, ungewollt. Wir wollten einfach nur hier rechts auf ein Plateau fahren, was als Aussichtsplattform ausgewiesen ist. Ja, darauf... In Bardenas Reales. Ja, in der Nähe. Nicht direkt im Naturschutzgebiet, sondern in der Nähe. Ja, aus diesem Ausflug wurde dann 2 Tage Offroad-Trip. Und ich kann nur sagen, das war bis jetzt der beste Trip ever. Also Pyrenäen waren schön, aber das war einfach gigantisch, der Ausblick, die Strecke. Ja, also
wir hatten einige Prüfungen zu bestehen. Ja. Und Caro war manchmal nicht so ganz wohl, hat sie mir gesagt. I was not amused. Ja, okay. I'm so sorry. So, jetzt fahren wir also erstmal Richtung Meer.